Wieder einmal naht die Stunde, die uns aufruft, darüber zu entscheiden, wer Unser Freund Franz Bieberkopf ist nicht tot. Hat bei der ganzen Scheiße bloß einen Arm verloren. So ein Schwein hat er gehabt. Bloß einen Arm. Weiter nichts. Ist also noch auf den Beinen, der Junge. Wer weiß, ob der eine nicht verpfeifen wird. Der ist nicht von der Sorte, die verpfeift. So. Bist du da sicher? Ja, da bin ich ganz sicher. Wie kann man sowas bloß machen? Das hast du zu beantworten. Das ist deine Schuld. Hast du verstanden? Deine Schuld ist das. Ich hab's ja gleich gesagt, nicht wahr? Wenn der nicht hin ist, dann wird's gefährlich. Habe ich gleich gesagt. Ihr macht euch unnötig Sorgen. Ihr könnt euch da auf mich verlassen. Der macht uns keine Probleme. Ihr dürft euch da wirklich auf mich verlassen. Naja, wenn du so sicher bist. Ganz sicher, Bums. So sicher, wie ich hier sitze. Wie das Amen in der Kirche. Und woher bist du so sicher? Woher denn? Sag nicht, was an mir überlassen, Bums! Sag ihm das. Vielleicht hat Reinhold recht. Ist kein Typ, der verpfeift, der Bieberkopf. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass Reinhold recht hat. Ich habe recht. Der wird sich schwer hüten, uns zu verraten. Dieser Franz Bieberkopf, der wird sich schwer hüten. Und wenn ihm an den einen Arm noch nicht genug ist, dann kann er sich ja melden. Von mir aus, meinetwegen, bitte. Hat ja vielleicht noch einen Kopf zu verlieren, oder? Oder täusche ich mir da, Mac? Du kennst ihn doch am besten. Na also, vor dem braucht er keine Angst zu haben. Vor dem nicht. Also, wisst ihr, Herbert, im Grunde, wenn man genau nimmt, braucht man ja keine Angst haben vom Zuchthaus. Ja, wenn ich da so an Tegel denke, ich habe ja Zeit genug gehabt, dass ich das alles erlebe und beobachte und mitkriege. Also im Grunde genommen, wenn man es genau nimmt, ist das nämlich nicht anders als draußen. Naja, also, da gibt's aber noch Unterschiede. Denk doch mal an die Weiber. Naja, die Weiber. Ja, das ist richtig, das ist das Einzige, was vielleicht anders ist. Aber ansonsten, dass die Menschen verschieden sind, dass es solche gibt und solche und hohe und niedrige und Regeln und Gesetze. Und dass die einen sich daran halten und die anderen es nicht tun. Und dass man Angst hat und manchmal Freude. Und dass man bestraft wird. Ja, mit den Weibern. Mit den Weibern, das ist so eine Sache. Also ich für meinen Teil. Ich hab das irgendwie... Ich hab's irgendwie nicht vermisst. Okay. Was rätst denn da, Franz? Nee, wirklich, Eva. Ich bin immer scharf auf Weiber gewesen. Das wisst ihr doch ganz genau. Immer. Aber so die 4 Jahre da drinnen... Nee, ich hab sie einfach nicht vermisst. Naja, wahrscheinlich war das speziell bei dir wegen der Ida. Ja, wegen der Ida meinst du? Nee, aber das glaube ich nun doch wieder nicht. Weil im Grunde sind doch ein anständiger Kerl gewesen, die Ida. Und wenn man so denkt, dann hätte ich doch Sehnsucht nachher haben müssen, oder?
Ja, aber nix. Bleibt uns in Treue fest. Ja, kleine Frau. Noch nicht mal daran denken. Es muss schon was Spezielles bei dir sein. Na, das mag sein. Aber die Kollegen, mit denen ich damals geredet habe, da draußen in Tegel, denen ist es nicht viel anders gegangen. Ich glaube nicht, dass das was Spezielles ist von mir. Ich glaube, das ist schon mehr was Allgemeines. Trotzdem ist es irgendwie schade um die Ida. War schon ein sauberes Mädchen. Findest du nicht? Ja, doch, aber das finde ich auch. Deswegen bin ich auch mit der zusammen gewesen. Weil ein sauberes Mädchen war die Ida. Schon traurig, dass das so gelaufen ist mit dir. Ja, das ist traurig. Das ist traurig, das stimmt. Und war zum Sterben zu jung. Zum Sterben ist jeder zu jung. Aber das ist ja nun mal passiert. Aber ich weiß es genau. Und ihr wisstet auch, dass ich das nicht gewollt habe. Ich hab das nicht gewollt, Das wirklich. wissen doch alle, Franz. Alle wissen es. Ist ja auch traurig wegen der Ida. War ein prima Mädchen. Und trotzdem, wenn man es genau bedenkt, irgendwie war es auf tieferer Ebene die Ida. So ein Quatsch, tiefere Ebene. Du bist eifersüchtig. Also. Eifersüchtig bist du gewesen. Du wolltest den Franz aufmachen und die Ida hat ihn dir weggeschnappt. So ein Quatsch, redet sie von tieferer Ebene. Das ist gelogen, hundsgemein gelogen ist es. Das habe ich nur gesagt, weil es wahr ist. Bin doch nicht eifersüchtig, keine Spur bin ich eifersüchtig. Und überhaupt, warum soll ich denn eifersüchtig sein? Warum denn? Wie ich rausgekommen bin aus Tegel, haben die Häuser gewackelt. Die Dächer sind abgerutscht. Und auf dem Hof habe ich gesungen und geschworen habe ich mir, so weit Franz Bieberkopf heißt, ich will anständig bleiben. Die Sachen von früher, da ist es aus und zu Ende. Franz? Ja, Wer hat dich denn aus dem Auto geschmissen, Franz? Schau, Franz, vielleicht kannst du allein nichts ausrichten gegen den. Aber da werden da welche beistehen. Es gibt genug Leute in Berlin, die da dabei stehen. ja, lass mal, Eva, lass mal sein. Da hat ja doch keinen Zweck, dass wir darüber reden. Lass mal sein, davon wächst der Arm auch nicht wieder. Am liebsten würde ich ganz weggehen von Berlin. Aber was soll ich dann machen? Als Krüppel. Du bist doch kein Krüppel, Franz. Aber das kann man nicht zulassen, wie es dich hergerichtet haben. Vom Auto runterschmeißen und so. Davon wächst mein Arm auch nicht wieder. Aber dafür sonst zahlen! Was sagst du? Sein Verein, wenn er in einem drin ist, die sollen zahlen an dich. Der Arm muss bezahlt werden, Franz. Es ist der Rechte. Eine Rente müssen sie dir zahlen. Du musst den Kopf nicht schütteln. Den Schädel schlagen wir dem ein, der das gemacht hat, weil es ein Verbrechen ist. Weil wir es nicht anzeigen können vor Gericht, müssen wir es ihm selber machen. Der Franz war doch in keinem Verein, hast doch gehört. Der hat doch gar nicht mitmachen wollen. Und? Das ist doch sein gutes Recht. Braucht er auch nicht. Seit wann kann man einen zwingen, was zu machen? Wir sind doch keine wilden Völkerschaften oder was? Sollen die doch zu den Indianern gehen? Nee, das bleibt nicht liegen. Die haben's ja die Nerven fertig gemacht. Bloß deshalb kannst du nicht Ja sagen. Aber auf uns kannst du dich verlassen. Uns hat der Pumps nämlich nicht die Nerven fertig gemacht. Und willst du mal hören, was der Herbert immer sagt? Es gibt noch ein Blutbad in Berlin, sagt er, dass die Leute staunen werden. Garantiert. Davon wächst mir der Arm auch nicht wieder. Das ist doch ganz richtig so, dass der Arm weg ist. Der musste ab, der Arm. Wegen diesem Biberkopf hat's Gerede gegeben im Verein. Ein Herbert Wischow macht die Leute gegen uns rebellisch. Wir wären Schweinehunde. Schweinehunde, hat er gesagt. Und der Biberkopf hätte gar nicht mit uns mitmachen wollen. Da hätten wir es mit Gewalt versucht. Und nachher, da hätten wir ihn doch dazu aus dem Wagen geschmissen. Was ist
nicht wahr. Niemand hat ihn aus dem Bahn geschmissen. Das war ein Unfall. Tja, das habe ich denen auch gesagt, dass es ein Unfall war. Dass er uns verpfeifen wollte, der Biberkopf. Und dass von Gewalt keine Rede sein kann. Dass ihn keiner angefasst hat. Aber ihr wisst ja selbst, wenn Gerüchte erstmal in der Welt sind. Das darf nicht sein. Trotz allem. Krach im Verein darf es nicht geben. Das ist euch allen klar. Wenn wir Krach kriegen, dann sind uns die Hände gebunden. Dann liegen wir auf der Straße. Das darf nicht sein. Genau. Müssen wir eben guten Willen zeigen. Müssen wir eben für eine Erholung sorgen für den. Und was der Arzt gekostet hat. Müssen wir eben sammeln für den. Den muss man ganz totschlagen. Den Kerl. Möglich. Aber da findet sich auf die Schnelle bestimmt keiner. Ist eigentlich schon genug gestraft, wenn er mit dem einen Arm rumlaufen muss. Wie auch immer, meine Herren, wir kommen nicht drum rum. Lasst uns Geld zusammenlegen. Jeder gibt einen Teil und, naja. Von mir bekommt er keinen Pfennig für diese Idiotie. Tag, meine Herren. Der neue Schwager des Ex-Kaisers ist getraut worden. 61 Jahre ist die Prinzessin und der Junge 27. Das wird eine Stange Geld kosten. Ein Prinz wird er sowieso nicht. Okay, dass du solche Zeitungen lesen magst. Wieso? Nimm da am besten eine Zeitung. Da steht wenigstens nichts Politisches drin. Habe ich dir schon erzählt, dass ich mit dem Herbert nach Zoppot fahre? Nee. Nach Soppot fahrt ihr? Mhm, nach Zoppot. Mein Freier weiß schon der, wo ich die Wohnung mit hab, der will nach Zoppot fahren. Und der Herbert fährt mit, inkognito. Und dann sehe ich ihn jeden Tag. Vereint marschieren und getrennt pennen. Wie findest du das, sag? Doch, das muss ja schön sein, Zoppot. Ich war noch nicht da, aber ich hab davon gehört. Kugelsichere Panzerwesten für Kriminalbeamte. Mein Gott, da glaubt doch sowieso kein Mensch mehr dran. Nun lass mal, du, ich geh schon. Ja, Bruno, was willst du denn hier? Ja, lass mich erst mal rein. Ja, meinetwegen, dann komm mal rein. Tja, also, das ist die Eva und das ist Bruno hier, einer von Pumps Kolonne. Was? Von Pumps Kolonne? Guten Tag. Was merkst du denn das nicht? Dass der hier bloß raufkommt, weil er weiß, dass der Herbert nicht da ist. Ja, also Bruno, nun sag, was du willst. Nun sag endlich, was willst du von mir? Schmeiß ihn raus. Schmeiß ihn raus, Franz. Der bringt Unglück. Unglück bringt er und schmeiß ihn raus. Vielleicht ist es besser, du hörst, was der Eva sagt. Hier. Den wollen wir nicht. Ja, vielleicht ist es besser, du gehst jetzt. Raus, 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 raus! Bist du vielleicht ein Gefangener, oder? Nee, ich bin hier kein Gefangener. Ihr habt ja bloß Angst, dass er euch verpfeift. Davor habt ihr bloß Angst. Also raus damit, Bruno. Raus damit, warum kommst du her und was willst du? Verschwind!
Also komm, Eva, nun lass ihn doch mal. Der wird schon das Böse wollen. Na also, Bruno, nun macht er dich so spannend. Nur raus mit der Sprache. Ja, gar nichts Besonderes, Franz. Nur, wir haben gedacht, also wir haben uns zusammengesetzt und haben nachgedacht über alles. Da hat der eine geredet, dann hat der andere geredet. Naja, ganz einfach. Am Schluss da haben wir gesagt, wir müssen dem Franz was geben. Wir sind ihm was schuldig. Ja, dann haben wir gesammelt. Tja, das wollte ich dir nun bringen, das, was wir gesammelt haben. Ihr wollt mir Geld geben? Ja, aber warum denn? Ich hab doch ja nicht mitgemacht. Mensch, Franz, du hast doch Schmiere gestanden. Nee, Bruno, ich hab nicht Schmiere gestanden. Ich hab von nichts was gewusst. Ich bin da hingestellt worden und wusste ja nicht, was ich da machen soll. Und warum ich da überhaupt bin. Da gibt es ja kein Aber, Bruno. Du kannst es doch ja nicht wissen, weil du ja nicht dabei gewesen bist. Du bist doch schon vorher hochgegangen. Das ist ja mein Unglück gewesen, dass sie dich verhaftet haben und dass du mich zum Pumps geschickt hast. Aber Schmiere hab ich nicht gestanden, denn ich hab ja von nichts was gewusst. Aber Angst braucht er trotzdem von mir nicht zu haben. Ich hab meinen Lebtag noch keinen verpfiffen. Franz, schau schnell. Der will schießen. Schießen will der. Um Gottes Willen, was mache ich mir jetzt? Tod! Tod aus! Tod! Schluss! Ende! Mörder! Ich will nicht sterben! Nicht den Kopf ab! Nicht den Kopf ab! Franz, schnell in den Schrank laufen! Nein! Der will mal erschießen. Der will mal tatsächlich erschießen. Wird es wie damals beim Schmier stehen. Das soll jetzt schon wieder losgehen, aber ich will nicht, du. Ich sag dir, ich will nicht. Ich will mal nicht wieder unter das Auto schmeißen lassen. Ich muss mit dem Stuhl vorgehen. Ich muss mit dem Stuhl auf den losgehen. Immer vorwärts, wir können uns retten. Immer vorwärts. Fahr immer vorwärts, wir können... Ah. Auftrieb auf dem Schlachthof. Schweine 11.543, Rinder 2.016, Kälber 920, Hammel 14.450. Ein Schlag, Hatz, sie liegen. Die Schweine, die Rinder, die Kälber, sie werden geschlachtet. Es ist kein Grund, sich damit zu befassen. Wo bleiben wir? Wir? Es gibt Ohnmachten, die sind nichts anderes als Tod im lebendigen Körper. Ich bin dicht am Sterben. Ich fühl's. Am richtigen Verrecken. Wenn du jetzt nichts tust, Franz, nichts Wirkliches, Endgültiges, Durchgreifendes, wenn du nicht einen Knüppel in die Hand nimmst, einen Säbel und um dich schlägst, wenn du nicht, kann sein, womit losrennst, Franz Bieberkopf, altes Möbel, dann ist es aus mit dir, restlos. Dann kannst du schon mal ein Beerdigungsunternehmen bestellen, zum Maß nehmen. Schatz! Stell dir vor, Schatz, ich habe eine Stelle. Es hat geklappt. Ich darf auftreten. Viel verdiene ich nicht, aber es ist immerhin wieder ein Anfang. Was hast du denn? Freut es dich gar nicht? Doch. Doch. Dabei war ich so glücklich. Ich dachte, ich komme heim, erzähl dir, dass es geklappt hat und du freust dich. Ich habe mich viel mehr gefreut. Deinetwegen, als für mich. Und jetzt tust du so, als wäre es dir völlig egal. Unsinn, Silly. Natürlich freue ich mich. Ist nur, vielleicht freue ich mich anders als andere Leute. Freut sich doch jeder verschieden, oder? Immer die gleiche Scheiße.
Jetzt heul doch nicht schon wieder. Bitte. Aber ich heul doch gar nicht. Natürlich heulst du. Immer diese Heulerei. Entweder man benimmt sich so, wie ihr euch das vorstellt, in eure Scheißköpfe, oder ihr heult und flennt und lasst dem Kind noch Ruhe. Ich lass dir doch deine Ruhe, wirklich. Ich lass sie dir wirklich. Entschuldige. Ich hab dir eine Freude machen wollen. Freu mich doch, Zick. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich freu mich. Ich freu mich. Ich freu mich. Ich freu mich. In Ordnung? Na also. Und ich will nicht. Und ich will nicht. Und ich werde nicht krepieren. Und die wirkliche Angst jagt ihn auf. Er bleibt nicht liegen. Und wenn er auf der Straße verreckt, er muss aus dem Bett. Er muss raus. Die Kobraschlange. Seht, sie kraucht, sie läuft, ist beschädigt. Es ist noch die alte Kobraschlange, wenn auch mit schwarzen Ringen um die Augen. Einiges ist dem alten Burschen, der sich jetzt durch die Straßen schleppt, um nicht in der Bude zu verrecken. Einiges ist dem alten Burschen, der vor dem Tod wegläuft, doch schon klarer als vorher. Das Leben hat ihm doch etwas genützt. Ja, mein Junge, jetzt läufst du nicht breit auf zwei Beinen. Jetzt krallst du dich an, klammerst dich fest. Jetzt nimmst du so viel Zähne, Finger, wie du hast, zusammen und hältst dich fest, bloß um nicht abgeschmissen zu werden.
Kein Interesse an was Besonderem? Ich habe nichts Besonderes entdecken können. Bitte aber was Besonderes. Die ausgesuchteste Kollektion an Weibern, die du in ganz Berlin finden kannst. Ach ja? Komm doch mit. Ich will dir was zeigen. Quatsch, ist doch überall dasselbe, Mensch. Dieses Mal nicht. Ja. Na schön. Was ist denn nun das Tollste, das Aufregendste, was du anzubieten hast? Pass mal auf. Die große Hure. Die Hure Babylon, die am Wasser sitzt. Sie ist ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier. Das Weib ist voll Namen der Lästerung und hat 7 Häupter und 10 Hörner. Es ist bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergüldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hat einen goldenen Becher in der Hand. Und an ihrer Stirn ist ein Name geschrieben, ein Geheimnis. Die große Babylon, die Mutter aller Gräuel auf Erden. Das Weib hat vom Blut aller Heiligen getrunken. Das Weib ist trunken vom Blut der Heiligen. Klingt ja nicht schlecht, dein Angebot. Das klingt wirklich nicht schlecht, aber... Na bitte, dann komm doch mit. Und ich zeige sie dir, die Wunder. Besser nicht. Alles, was du mir jetzt wirklich noch zeigen kannst, muss man enttäuschen. Den Fehler darfst du nicht machen, dass du zu aufregende Sachen versprichst. Da weiß doch jeder gleich, dass er enttäuscht werden muss. Aber die Vorstellung, Kollege, die ist geil. Ja, wirklich, das muss man dir lassen. Die Vorstellung ist wirklich sehr geil. Tja, das ist eben das alte Lied. Die berühmte Differenz zwischen der Fantasie und der traurigen Realität. So ein Ausländer und der kam zu einer Nutsche, das war eine Russin, so eine dicke Dralle. Hat er immer wie in den Schoß geguckt und hat gesagt, oh, was hast du, schöne Wolle, schöne Wolle. Und dann sagt sie, willst du strecken oder ficken? Guten Tag. Prost. Sie wünschen, der Herr? 3 Bier und ein Kümmel. 3 Bier? Na, hörst du doch, Dörrchen, 3 Bier will der nette Herr. Ganz richtig. 3 Bier und 1 Kümmel. Ist jetzt zum Wohle, der Herr? Herzlichen Dank, nee, Frau. Obwohl, das hättet ihr ja nicht gebraucht. Ich bin sicher, das wird mir auch so schmecken. Muss einen ganz schönen Brand haben, der Junge. Säufer, sieht man gleich. Ist ganz kleiner Alkoholiker. Matschdörrchen, der hat einfach Durst. Wo kommst du denn her? Ich komme aus dem Keller, aus Hopfen und Malz. Jetzt bin ich kühl. Wie schmecke ich? Ein bisschen bitter, aber ansonsten schön und kühl. Ja, ich kühle dich. Ich kühle die Männer. Dann mache ich ihnen warm und nehme ihnen die überflüssigen Gedanken weg. Überflüssige Gedanken? Ja, die Mehrzahl der Gedanken sind überflüssig.
Oder nicht? Wo haben sie dich denn hergeholt? Hä? Ja, gebrannt haben sie mich, Mensch! Oh ja. Verzeihung. Ja, natürlich. Entschuldigung. Oh. Du beißt aber ganz schön, Kerl. Hast Krallen? Hm? Na klar, bin ich auch ein Schnapsmensch. Hast du lange keinen Schnaps mehr gesehen? Nee, ich war beinahe tot. Schnäpschen. Ich bin beinahe tot gewesen. Abgefahren. Ohne Retourbillett. Ja, so siehst du auch aus! Quatsch, nicht so siehst du aus, Mensch, das packt da gleich alle. Komm mal her, komm! Du sag mal, hat er nicht einen Knall? Na und wen schon? Wer hat keinen Knall heutzutage? Ist wohl dein Typ, hm? Der Kerl da. Und wenn? Ist aber gut, Junge. Feuer hast du. Hast Feuer gehabt. Jetzt steh aber auf. Wenn du jetzt noch 2 Mollen trinkst und vielleicht noch einen Kümmel und vielleicht noch einen Korn, dann bist du besoffen. So? Ja, genau. Und weißt du denn auch, wie du aussiehst? Willst du denn so unter die Menschen gehen? Na ja, dann komm, schluck noch mal. Ja, Mensch, ich schluck ja schon. Musst du mir nicht 2-mal sagen. Immer der Reihe nach, kommt jeder dran, muss alles seine Ordnung haben, hä? Und du? Hast du mir denn gar nichts zu sagen? Naja, ich mag dich schon. Ich glaub dir das, Liebling. Ich glaub dir alles, was du sagst. Du bist mein Schäfchen. Ob wir zusammen auf der Weide gehen? Hm? Gib mir noch ein Bier, bitte. Also für mich hat er eine volle Meise. Also ich hab dir schon gesagt, nicht anders als jeder andere auch. Ach, Quatsch doch nicht. Erinnere dich bloß an deinen Fritz. Das ist alles, was ich sage. Na und? Darf ich mich setzen? Ja, bitte. Es hat mir sehr gut gefallen, wie Sie das machen. Ja? Ja, waren Sie mal ein Bier in Ihrem früheren Leben oder ein Schnaps? Ich muss doch bitten, Ehefrau. Das gibt kein Leben vorher. Genauso wie es nachher keines gibt. Ja? Sind Sie da ganz sicher? Ja, da bin ich ganz sicher. Das ist das Einzige auf der Welt, wo ich ganz sicher bin. Sag einmal, wo hast denn deinen Arm gelassen? Ach, der Arm. Ja, den hab ich zu Hause gelassen. Meine Braut hat man nicht weglassen wollen, dann hab ich den Arm als Pfand lassen müssen. Hoffentlich ist der auch so lustig wie du. Na und ob? Hast du noch nicht gehört? Ich hab so ja ein Geschäft aufgemacht mit meinem Arm. Da steht der Arm den ganzen Tag auf dem Tisch und schwört, nur wer arbeitet, darf essen. Wer nicht arbeitet, der soll Hunger leiden. Das schwört mein Arm den ganzen Tag. Eintritt in die Roschen. Und die Proleten kommen an und freuen sich darüber. Was kostet denn hier? 1,80. Hier, stimmt so. Ja, los, komm, hauen wir ab. Ja, gib ich Freund von mir. Früher
Kick mal. Da sitzt er immer noch viel früher. Kick mal. Er sitzt da mitten am Tag und pennt. Wahrscheinlich ist er müde. Wahrscheinlich. Franz? Mein Gott, Franz, da bist du ja wieder. Ich hab schon gedacht, ich hätte deine Beerdigung versäumt. Da kannst du mal sehen. Du hast dich zu früh gefreut, wa? Schön, dass du wieder da bist, Franz. Wirklich schön, du. Was ist los? Was haben sie mit deinem Arm gemacht? Der Arm, weißt du, das hat mich schon immer gestört. Da habe ich gedacht, nehme ich die Hand weg, dann braucht man nicht mehr drüber zu ärgern. Ja, wie haben sie mir das andere Ei jetzt auch noch abgeschnitten? Da siehst du, einmal Bele, wir sind weniger schwer an uns zu tragen, ne? Ja. Du, guck mal da. Hey, Mick! Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Komisch, als wir uns das letzte Mal getroffen haben und haben uns nicht gesehen lange Zeit, da war das irgendwie anders, wie wir uns begrüßt haben. Findest du nicht? Naja. Gestern war gestern. Ein Mädchen sitzt in der Küche, die Mutter ist einholen gegangen. Das Mädchen schreibt heimlich am Tagebuch. Sie ist 26 Jahre alt, arbeitslos. Der letzte Eintrag vom 10. Juli lautete: Seit gestern Nachmittag geht es mir wieder besser, aber der guten Tage sind jetzt immer so wenige. Wenn meine Zustände auftreten, dann bin ich zu nichts fähig. Die geringsten Kleinigkeiten bereiten mir große Schwierigkeiten. Ich werde immer von dem Gedanken geplagt, irgendetwas verkehrt zu tun und dadurch Schaden zu verursachen. 14. August. Seit einer Woche geht es mir wieder sehr schlecht. Ich weiß nicht, was aus mir werden soll, wenn das so bleibt. Ich glaube, dass ich, wenn ich niemanden mehr auf der Welt hätte, mir unbedenklich den Gashahn aufdrehen würde. Aber so kann ich das meiner Mutter nicht antun. Aber ich wünschte mir eine schwere Krankheit, an der ich sterbe. Heute ist heute. Ja, ja, und moin ist moin, ich weiß. Sag mal, ist was? Habt ihr was getan? Kick mal doch mal an, Mac. Ja, so ist schon besser. Aber weißt du was von der Zilli? Weißt du, was die macht? Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, dir geht's gut. Habe auch nichts von ihr gehört. Sind wir noch bei Pumps? Ja. Und soll ich dir mal erzählen, was ich jetzt mache? Ich hab jetzt fein zu tun. Ich stehe auf dem Rummelplatz in der Elbinger Straße und schrei Hoppepferdchen aus. Geh mal um, die Damen, die Herren, 50 Finje! Und hinten in der Rominterstraße, da bin ich der stärkste Mann mit ihren Armen. So, da kannst du mal sehen. Aber erst seit gestern und da kannst du mit mir boxen. Mit einem Arm. Boxen. Ja, komm hin, kick da nicht an. Was ich oben nicht decken kann, das mach ich mit der Beinarbeit. Verstehst du? Da mach ich das wieder weg. So. Sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir, Franz? Was soll denn los sein? Ich fange wieder an wie früher. Und warum auch nicht? Oder hast du was dagegen? Komm hin, kick da nicht an, wie ich mit einem Arm boxe. Oder hast du dir gedacht, ich bin neu genug, weil ich bloß noch einen Arm habe? Ja, da hast du ganz schönes Pech gehabt, Franz. Es muss wohl so sein, dass die einen Pech haben für das Glück von der anderen. Möglich. Ja, das ist so, Mac, das kannst du mir glauben. Und von Gerechtigkeit, da versteh ich was von. Das hört sich alles so an, als würdest du böse auf mich sein. Falsch, Mac. Ganz falsch.
Also, mach's gut. Tschüss. Ach, Mac. Entschuldige, aber eine Frage habe ich doch noch. Ich wollte nur mal wissen, ob du einen Vater gehabt hast. Ein Vater? Wieso? Das hätte mich nur so interessiert. Ob du schon mal das Gefühl gehabt hast, wie das ist, wenn man einen Vater verliert. Das hätte mich nur so interessiert. Ich kann dich nicht verstehen, was du meinst. Das macht nichts. Denk mal drüber nach. Vielleicht fällt es dir ein eines Tages. Weißt du, was sie mit meinem Vater gemacht haben? Der hat einen Bauchschuss. Peng! Und jetzt hat er knappe Luft. Und auf einmal soll das nur die Nerven leiden sein. Und die Rente haben sie mir gekürzt. Beim nächsten kriegt er gar keine mehr. Mein Gott, diese ewigen Krüppel. Krüppel hier, Krüppel da. Für die sollten Sie überhaupt keinen Sechser ausgeben. Für Krüppel. So siehst du aus. Erst raus soll in den Krieg und dann nicht klar. Gehört sich auch so ein Mensch. Wenn du woanders eine Dummheit machst, kriegst du auch nicht noch was drauf gezahlt. Wie Krieg war, Mensch. Da hast du doch noch gar nicht gelebt. Da lagst du doch noch in den Windeln. Als ob das schon was heißt. Außerdem geht's darum gar nicht. Der Blödsinn in Deutschland ist doch, dass sie Unterstützung zahlen. Da laufen die Tausende rum. Tun nicht. Dafür kriegen sie noch Geld. Jetzt halte ich aber wirklich senkrecht, Willi. Was arbeitest du denn? Nichts. Ich tue auch nichts. Und wenn Sie mir noch länger was zahlen, tue ich noch länger nichts. Deswegen bleibt es darum immer noch Blödsinn, wenn Sie mir was geben. Da soll mal einer sagen, dass das kein Quasselkopf ist. Richtig. Jetzt sag mal, Franz, jetzt sag mal selber. Du hast doch auch bloß einen Arm. Mhm. Jetzt sag mal, was kriegst du Rente? Wer will denn das wissen? Na der interessiert sich doch dafür. Sie irren, gnädige Frau. Dafür interessiere ich mich gar nicht. Ich sage bloß, wer so dämlich war, in den Krieg zu gehen, ach, lass es doch bleiben. Jetzt fürchtet er sich. Der braucht sich doch von mir nicht zu fürchten. Weißt du, wo mein Arm ist? Der hier, der ab ist, den habe ich in Spiritus stellen lassen. Der steht jetzt zu Hause bei mir auf dem Spind und sagt den ganzen Tag zu mir runter: Tag, Franz, du Hornochse! Also ich für meinen Teil, ich war nicht im Krieg. Ich war die ganze Zeit eingesperrt in Sibirien. Tja, und jetzt bin ich bei Muttern zu Hause und hab's Reisen. Und wenn die jetzt kommen wollen und mir das Stempelgeld nehmen, Mensch, ihr seid wohl ganz übergefahren. Und wovon hast du dein Rheuma? Vom Handel auf der Straße, stimmt's? Also, wenn du kranke Knochen hast, dann handelst du eben nicht auf der Straße. Aha, dann werde ich vielleicht Lude. Genau. Ha, ha, ha. Da gibt's gar nicht zu lachen. Da gibt's schlechtere Beschäftigungen auf der Welt. Das kannst du mir glauben. Da gibt's, weiß Gott, schlechtere Beschäftigungen auf der Welt. Tja, vielleicht lernst du eines Tages auch noch Billard spielen. Aber große Chancen gebe ich dir nicht. Wisst ihr, ihr seid bloß 10 oder 12 Jahre jünger als wir. Aber 100 Jahre schlauer als wir. Kinder, wenn ich so geredet hätte, wenn ich mir das so erlaubt hätte wie ihr, als ich 20 war, da hieß es gleich bei Preußens: Hände an der Hosennaht!
Machen wir doch auch. Bloß nicht an unsere eigenen. Warum, mein Herr, lieb ich grad Sie? Sie haben meine Sympathie zu jeder Stunde, zu jeder Stunde. Warum, mein Herr, schau ich Sie an, solange mein Blick Sie bannen kann? Was ist der Grund, was ist der Grund? Mensch, wer hätte das gedacht? Was hast du denn? Ja, das stimmt. Das ist bloß, ich hab mal ein Mädchen gekannt, die hat so ausgesehen wie Lila. So ähnlich. Weiß nicht warum und weiß nicht wie. Ich schwanke hin und schwanke hin. Ich finde keinen Boden mehr, weil ich ihnen verfallen bin, weil ich ihnen verfallen bin. Mein Herr, warum, mein Herr? Was ist denn? Hat's was gegeben? Nein, es hat nichts gegeben. Reinhold, Ja. du hast gewusst, dass er nicht tot ist? Du hast es gewusst. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Kleines. Von wem habe ich gewusst, dass er nicht tot ist, Silly? Oh ja. Du hast es ganz genau gewusst. Du hast ganz genau gewusst, dass er noch lebt. Der Franz. Ganz genau hast du es gewusst. Und du hast mir es extra nicht gesagt. Extra hast du mir es nicht gesagt. Du bist ein Schwein. Reinhold. Ein Schwein bist du. Ein kleines, dreckiges, mieses Schwein. Warum hat er mir's denn nicht gesagt? Warum hat er mir's denn nicht gesagt? Warum? Das ist ja billig gekauft, ne? Mhm. 3 Mark. Hat einer geklaut, ne? Geht mich doch nichts an. Bist du auch eine? Nee, danke. Da hat mich einer erwischt und dann heißt es, wo haben Sie denn die Uhr her? Ah,
Der fürchtet sich vor dem Diebstahl. Na, guck mal, der hat was gegen meine Uhr. Für mich ist das eine Uhr, die geht und ist aus Gold. Für 3 Mark. Dann will ich dir mal was anderes zeigen. Gib mir mal dein Glas her. Mm. Also gut, jetzt sag mal, was das ist. Ein Glas. Richtig, ein Glas zum Trinken. Ja, da würde ich nicht Nein sagen. Und was ist das hier? Das ist die Uhr. Spielst so dumm mit mir. Ja, das ist eine Uhr. Das ist kein Stiefel und kein Kanarienvogel. Aber wenn du willst, kannst du auch Stiefel dazu sagen. Das kannst du machen, wie du willst. Das liegt ganz bei dir. Das verstehe ich nicht. Du willst denn drauf raus? Das wirst du gleich verstehen. Sie, gnädige Frau, würden Sie mir einen Gefallen tun und einen ganz kleinen Spaziergang machen? Einfach gehen. Warum denn? Warum soll ich denn gehen? Einfach mal so. Ich habe jetzt keine Lust zu. Stell dir doch nicht so an. Geh doch mal. Also, was hat sie gemacht? Die Zunge hat sie dir rausgestreckt. Und was noch? Also gut, gelaufen. Ich bin überhaupt nicht gelaufen, das war getanzt. Das war überhaupt nicht getanzt. Seit wann ist denn das getanzt, wenn einer einen Hintern rausstreckt? Na, da hast du recht. Wenn du deinen rausstreckst, dann ist es nicht getanzt. Die ist gelaufen. Na also, ich sage, sie ist marschiert. Na schön, was ist jetzt los? Gar nichts ist los. Hast du doch gehört? Gelaufen, getanzt, marschiert. Wie du willst. Und wenn einer einem eine Uhr wegnimmt, dann ist es noch lange nicht gestohlen. Weggenommen ist sie. Aus der Tasche, aus einer Auslage, aus einem Laden. Aber gestohlen? Wer sagt denn das? Also ich sage dir, ich nicht. Und was sagst du? Hast du doch gehört. Weggenommen. Hat seinen Besitzer gewechselt. Das sage ich. Und du, mit deinem einen Arm. Du hast zu den Preußen gemusst. Du bist im Krieg gewesen. Das heißt für mich Freiheitsberaubung. Aber die hatten Gericht und Polizei für sich und weil sie die hatten, haben sie dir das Maul verbunden. Und jetzt heißt es nicht mehr Freiheitsberaubung, wie du Ochse denkst, sondern Dienstpflicht. Und die musst du leisten, wie die Steuern, wo du auch nicht weißt, wo die hinkommen. Jetzt mach doch keine Politik, das ist doch nichts für den Abend. Lass das doch sein. Müssen wir aufs Klo. Das ist so ein Quatsch, Willi. Hier ist mir das Wetter viel zu schön. Na, dann geh doch auf die Straße. Und glaubst wohl, die Politik ist bloß hier in der Stube und ich mach sie dir vielleicht vor, wa? Tja, die braucht gerade mich zum Vormachen, die Politik. Die kotzt dir auf den Kopf, wo du gehst. Wenn du das gefallen lässt, heißt es. Jetzt hört doch endlich auf. Schwamm drüber. Haltet eure Schnauzen. Ich kann's auf alle Fälle am Arsch legen. Hau jetzt ab. Wenn sie zurückkommt, sagt sie ihr, das war nett mit ihr. Aber jetzt muss man mal wieder um andere Sachen kümmern. Wenn du mal Zeit hast. Ich wohne Achim von Arnhem, Straße 32 bei Bast.